Hallo und herzlich willkommen zu Jurassic World Evolution. Mein Lieblingsspiel des letzten Jahres, und da dies mein Lieblingsspiel ist, möchte ich es euch gerne etwas näher bringen. Und was ist das Kernstück dieses Spiels? Natürlich die Dinosaurier. Und was könnte da besser sein und angemessener, als euch meine 10 Lieblingsdinosaurier vorzustellen. Diese Liste erhebt überhaupt keinen Anspruch darauf, irgendwelche Vorteile innerhalb des Spiels euch zu bieten oder dass ich hier die allerbesten Dinosaurier da aufzählen würde. Nein, dies ist eine ganz persönliche Liste, die lediglich nach meinen persönlichen Vorlieben gestaltet wurde. Mein Name ist Dr. Rescus Grant und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Auf Platz Nummer 10 landet der Baryonyx. Diejenigen, die meinen Kanal jetzt bereits eine Weile verfolgen, werden hier bestimmt nicht an dieser Stelle überrascht sein, dass der Baryonyx es auf diese Liste geschafft hat, denn er gehört zu meinen absoluten Lieblingsdinosauriern. Warum er dann nur so niedrig auf dieser Liste ist, kann ich euch gerne verraten. Das liegt daran, dass der Baryonyx irgendwie in letzter Zeit mir nicht mehr ganz so gefällt wie früher, zumindest innerhalb des Spiels. Ich kann euch nicht genau sagen, woran das liegt. Vielleicht habe ich ihn einfach ein bisschen zu oft eingesetzt oder so. Was allerdings mit reinspielen kann, ist, dass ich es liebe, eher Gehege zu erstellen, in denen zig verschiedene Dinosaurierarten miteinander kombiniert sind. Und der Baryonyx wirkt eher wie ein Einzelgänger. Und deswegen ist in letzter Zeit leider nicht so viel Platz in meinem Park gewesen. Aber dennoch ein verdienter Platz Nummer 10. Auf Platz Nummer 9 landet der Styracosaurus, ein pflanzenfressender Dinosaurier aus Amerika, wenn ich mich nicht irre. Und ja, was soll ich euch zu diesem Dinosaurier erzählen? Er ist wunderschön. Ich liebe, dass er halt nicht so ganz over the top ist, was die Anzahl an Hörnern betrifft, zumindest auf der Schnauze direkt, und eher dieses schöne Schild mit den Hörnern die Dinosaurier nochmal mehr abrundet. Die Skins sind auch wunderschön. Zum Beispiel das hier ist einer meiner Lieblingsskins. Das dürfte der das Sumpfmuster sein, wenn ich mich nicht irre. Und ja, es ist einfach ein sehr schöner Dinosaurier aus der Kreidezeit. Und auch einer der wenigen Ceratopsiden, die mir in dem Spiel gefallen. Es ist noch ein zweiter auf der Liste, doch zu dem kommen wir nachher. Und auf Platz Nummer 8 landet der Ceratosaurus. Man kennt ihn aus Jurassic Park 3 und er ist wahrscheinlich auch einer der ersten Theropoden, die für dieses Spiel hier vorgestellt worden sind. Denn man bekommt ihn ganz am Anfang des Spiels. Es ist kein sehr anspruchsvoller Dinosaurier und er lohnt sich, glaube ich, auch innerhalb des Spiels und vor allem auch in den verschiedenen Challenge-Modes. Aber er ist auch einfach ein wunderschöner Dinosaurier. Er kommt aus der Jura-Zeit, also man kann ihn sehen zum Beispiel neben den Stegosauriern oder Brachiosauriern. Wurde in Nordamerika gefunden. Ich glaube, in Portugal gibt es auch einige Funde. Und es gibt sogar ein paar Funde in Afrika, wobei es da, glaube ich, umstritten ist, ob es wirklich ein Ceratosaurus ist oder eine andere Dinosauriergattung. Auch wenn ich da nicht ganz aktuell informiert bin. Ein wirklich sehr schöner Dinosaurier. Und ich liebe auch, dass sie so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen primitiver aussehen als jetzt so spätere Theropoden aus der Kreidezeit. Und ihr habt es auch schon entdeckt. Das hier ist ein weiteres Skin. Es ist der Küstengebiet-Skin. Generell die Küstengebiet-Skins sind wirklich sehr schön an fast allen Dinosauriern, den ich auch sehr schätze. Ganz einfach, weil er so dieses Streifige, was die meisten Ceratosaurier-Skins haben, ein bisschen aufbricht und dafür eben mit diesen wunderschönen, kräftigen, dunklen, braunen Schwarzton daherkommt und auch wieder eine rötliche Schnauze hat. Ebenfalls ein sehr schöner Dinosaurier. Und man kann, wenn man sie entsprechend anpasst, bis zu 6 Stück im normalen Spielverlauf in ein Gehege pressen. Das ist einfach richtig krass. Das ist richtig cool. Auf Platz
Nummer 7 landet der Torosaurus. Eigentlich Torosaurus bin ich mir nicht ganz sicher, ist das nur noch eine Begrifflichkeit für eine Dinosaurierart. Allerdings wird sie mittlerweile, wenn ich mich recht entsinne, dem Triceratops zugerechnet, beziehungsweise der Triceratops dem Torosaurus. Allerdings, weil der Name des Triceratops älter ist, wird die gesamte Art als Triceratops jetzt bezeichnet. Liegt einfach daran, der Torosaurus ist sozusagen die erwachsene, die adulte Form eines Triceratops. Das sieht man auch daran zum Beispiel, dass er ein viel größeres Schild hat. Ich liebe generell dieses Schild. Schön einfach gehalten mit diesen wunderschönen 2 roten Flecken. Es gibt auch hier wieder sehr schöne alternative Skins für ihn. Was ich mir wünschen würde für den Torosaurus in diesem Spiel ist, dass er einfach vielleicht ein bisschen größer wäre. Man hat einfach den Triceratops, der ist jetzt weder kleiner noch größer, sondern in einer ähnlichen Größe wie der Torosaurus. Und deswegen sollte meiner Meinung nach, wenn der Triceratops die jüngere Form ist des Torosaurus, sollte der Torosaurus selbst natürlich größer sein. Das wäre richtig, richtig geil. Aber ein sehr, 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 sehr schöner Dinosaurier. Er ist eher einfach gehalten, auch nicht wieder zu komplex oder so, sondern einfach schön. Platz Nummer 6 ist der Kentrosaurus. Der einzige Stegosaurier auf dieser Liste. Gefunden wurde er in Afrika, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube in Tansania. Und es ist auch schon eine Weile her. Was ist besonders cool an diesem Stegosaurier? So, zum einen hat er hier hinten mehrere Reihen dieser doppelten... der Ceratosaurus ist im Weg. Dieser doppelten, ja, wie soll ich sagen, Knochenspitzen. Er hat links und rechts an seinen Schultern welche. Und er ist generell ein ziemlich cooler Stegosaurus. Auch hier gibt es wieder einen sehr schönen alternativen Skin, den Wildland-Skin. Es ist einfach wunderschön anzusehen. Gerade wenn man jetzt so ein afrikanisches Gehege sich zusammenstellt, finde ich, meiner Meinung nach gehört der Kentrosaurus mit dazu. Auch weil er eben nicht sonderlich plump geraten ist, sondern schon eine gewisse Eleganz ausstrahlt und den typisch kleinen Kopf eines Stegosauriers hat. Er ist einfach schön anzusehen. Ich mag diesen Dinosaurier. Auf Platz Nummer 5 ist es schon, der Mamenchisaurus. Es ist der größte Sauropode des gesamten Spiels und mehr Grund brauche ich eigentlich auch nicht, um ihn zu mögen, aber habe ich dennoch. Denn der Mamenchisaurus ist einer der auch am schwierigsten zu haltenden Sauropoden. So ein Diplodocus zum Beispiel, der ist nicht sehr anspruchsvoll. Aber der Mamenchisaurus, ich möchte ihn wirklich immer gerne in meinen Parks haben. Ein wichtiges Kriterium für diese Liste. Aber er passt eben nicht immer. Er ist sehr anspruchsvoll, er will viel Wald, er will aber auch nicht zu wenig Grasland. Und wenn man sich dann versieht oder so, dann kann es schnell sein, dass er mal ausbricht. Und das möchte man wirklich nicht, weil er braucht einige Schüsse, ehe er betäubt ist, und ihn dann zu transportieren und so weiter, das kostet einfach Zeit, Geld und wahrscheinlich auch Menschenleben. Und das wollen wir ja nicht, oder? Auf Platz 4, einer der kleinsten und süßesten Dinosaurier des gesamten Spiels, der Dracorex. Der Dracorex hat es erst vor kurzem auf meine Lieblingsliste geschafft, weil ich ihn einfach ansonsten nicht sehr viel Beachtung geschenkt habe. Und es tut mir sehr leid, mein lieber Dracorex, dass ich hier bisher wenig Beachtung geschenkt habe. Aber jetzt hat er sich gemausert. Er ist so ein süßer kleiner Dinosaurier. Ich meine, schaut ihn euch doch mal an. Mit seinen tollen Augen und den tollen Farbmustern. Es gibt übrigens auch hier einen sehr schönen... wer macht den hier so laut? Einen sehr schönen alternativen Skin zum Beispiel. Das hier ist das lebhafte Muster. Auch wirklich sehr schön. Was lässt sich noch zu dem Dracorex sagen? Er ist auch nicht sonderlich anspruchsvoll. Er braucht ein ähnlich großes Gehege wie ein Struthiomimus.
und passt auch sehr gut zu den amerikanischen Dinosauriern. Er wurde, glaube ich, auch in der Hell Creek Formation gefunden, also das ist der Fundort, der zu ihm gehört, zusammen mit anderen Dinosauriern der Kreidezeit. Ein wirklich sehr schöner und sehr süßer Dinosaurier. Und ich hoffe, liebe Entwickler, bitte, bitte haut noch mehr süße kleine Dinosaurier, denn ich liebe diese kleinen Dinosaurier, die man auch mal mit nach Hause nehmen könnte. Und dann hat man einen kleinen Dinosaurier als Haustier. Und wer möchte nicht einen kleinen Dinosaurier als Haustier? Und die Bronzemedaille geht an den Allosaurus, ein Theropode des Juras und auch gleichzeitig der größte Theropode meiner Top 10 Liste. Ich liebe den Allosaurus. Er ist eigentlich ein Ruderjäger und das sieht man auch hier, er hat einen Kumpan dabei. Er hat eine sehr, eine sehr lineare, geradlinige Form. Er ist nicht so massig wie jetzt zum Beispiel ein T-Rex, sondern etwas eleganter, ein bisschen schlanker geraten, ein bisschen sportlicher, athletischer, könnte man schon fast sagen. Und ich finde, das steht diesem Dinosaurier sehr, sehr gut. Was ich auch richtig liebe, sind diese beiden Knochenfortsätze über seinen Augen, die rötlich eingefärbt sind, der helle Bauch, die Schuppenmustern und gleichzeitig richtig cool ist, wenn wir uns mal die Stats eines Allosaurus anschauen. Er hat halt 107 Angriffsgene und 33 Verteidigungsgene. Und da habe ich ihn noch nicht modifiziert. Er ist ein sehr, sehr starker Theropode, der es locker mit einem T-Rex oder vielleicht sogar einem Dominus Rex mithalten könnte, da die ein bisschen unausgewogener sind, was das Verhältnis wird. Auch wenn ich hier gerade den Eindruck habe, dass seine Verteidigungsgene etwas verringert worden sind. Ein sehr schöner alternativer Skin, einfach weil er mich an die Skins aus Im Reich der Giganten erinnert, ist der Wüstenskin, der eher so ins bräunlich-gelbe geht. Auch hier wieder diese wunderschönen rötlich gefärbten Knochenfortsätze. Ist einfach ein so schönes Tier. Und auf Platz 2, die Silbermedaille, ergattert sich der Iguanodon. Der Dinosaurier ist noch nicht allzu lange im Spiel. Er kam mit dem Kreidezeit, dem Cretaceous Dinosaur Pack im Dezember letzten Jahres dazu. Und ich habe laut in die Hände geklatscht, als dieser Dinosaurier endlich in das Spiel gekommen ist. Er hat von Anfang an gefehlt. Es ist einer der bekanntesten Dinosaurier, spätestens auch seit dem Jahr 2000 mit dem Film Dinosaurier von Disney. Und er hat eine richtig coole Mechanik in dem Spiel. Denn er ist nicht wie die anderen Herbivoren, andere Hadrosaurier in dem Spiel, dass er sich nicht verteidigen kann. Ganz und gar nicht. Aber ich glaube, der gönnt sich hier erstmal einen kleinen Drink. Und da hinten, ihr seht schon, ich habe auch noch einen Velociraptor dazu gepackt. Und ich möchte euch gerne zeigen, was dabei passiert, wenn diese beiden Dinosaurier kämpfen. Weiterhin kann ich euch mal zeigen, ihr seht hier in den Modifikationen, dass ich den ziemlich aufgepumpt habe. Der hatte 111 Angriffsgene und 32 Verteidigungsgene. Und wir schauen einfach mal, was passiert. Kämpft. Los! Boah! Ja, er kann zu lang. Der kann richtig zu lang. Aber da macht der Raptor nicht viel dagegen. Okay, ein Gegenangriff, niedrige Gesundheit. Ich hoffe nicht bei dem Iguanodon. Oh, das sieht schlecht aus für den Raptor. Das sieht sehr schlecht aus für den Raptor. Okay, noch ein Angriff. Und genau das ist die coole Mechanik. Er latscht die kleinen Herbivoren einfach zur Seite. Bei den mittelgroßen Herbivoren, sag ich schon, bei den mittelgroßen Theropoden, die hat er so eine Art Bärenumarmung und sticht sie dann mit seinen beiden Klauen ab. Und lediglich die großen Theropoden, so T-Rex und so weiter, können ihm wirklich gefährlich werden. Das ist einfach eine so coole Mechanik, wie er einfach diesen kleinen Dinosaurier BAM! Richtig schön weglatscht. Es ist so lustig. Und die Goldmedaille. Auf Platz 1 landet der Troodon. Ebenfalls ein Dinosaurier, der noch nicht allzu lange im Spiel ist. Erst mit dem letzten richtigen großen DLC, den Geheimnissen von Dr. Wu, ist er ins Spiel gekommen. Und was soll ich sagen? Er ist ebenfalls ein kleiner, süßer Dinosaurier, der allerdings auch kreuzgefährlich sein kann. Denn er hat
eine Spezialfähigkeit, dass er Dinosaurier nicht immer zum Kampf herausfordert, gerade die größeren Hadrosaurier und andere Pflanzenfresser, sondern er beißt sie und vergiftet sie damit. Und das Gift wirkt dann über Zeit und bis letztendlich dann diese großen Dinosaurier an einem qualvollen Tod zugrunde gehen. Und das könnte einem auch schon etwas leid tun, wenn da nicht der Troodon so süß wäre. Er ist so ein kleiner, richtiger Sneaky Boy, würde ich sagen. Und er hat auch einen wunderschönen alternativen Skin. Ich finde dort am besten den... Oh, genau, leg dich ein bisschen hin. Schlaf erstmal eine Runde. Man kann jetzt den Skin zwar nicht so gut sehen, aber zumindest etwas. Es ist auch wieder der Küstengebiet-Skin. Man hat hier oben eine sehr schöne, dunkle Braun-Schwarzfärbung, einen hellen Bauch. Es sieht einfach schön aus. Ich mag den Troodon. Er hat auch eine sehr große Ähnlichkeit zu einem Vogel, könnte man sagen. Es gibt auch eigentlich Beweise dafür, dass er gefiedert ist. Das ist jetzt in Jurassic Park nicht umgesetzt worden, aber das ist nicht weiter schlimm, weil ich finde, die haben das Design trotzdem richtig, richtig schön hinbekommen. Er ist so klein, springt viel hin und her, wirklich wie so ein kleiner, frecher Papagei oder so. Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr schönes Tier. Und ich will einen haben. Jetzt. Ja. Das wären meine Lieblingsdinosaurier in Jurassic World Evolution. Was sind denn eure Lieblingsdinosaurier? Was mich auch interessieren würde, was haltet ihr denn eigentlich von meinen Dinosauriern? Mögt ihr auch die Dinosaurier, wie zum Beispiel den Allosaurus oder den Mamenchisaurus? Sind alles wunderschöne Tiere. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Lasst mir auch gerne wieder Feedback zu diesem Video da. Und ansonsten Like, Abo natürlich. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.